Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der Trangia Sturmkocher versus den Vago Triad. Wir haben heute für euch mal einen kleinen Spiritusbrenner-Vergleich für euch vorbereitet. Und zwar einmal den bewährten, beliebten und geliebten Trangia Spirituskocher. Gibt es etliche Videos davon, da brauchen wir, denke ich, nicht viel drüber sagen, machen wir aber trotzdem für euch. Und dann haben wir einmal den Vago Triad Titankocher. Warum haben wir die beiden ausgewählt? Einfach, wie gesagt, wir haben hier den günstigen und guten und bewährten, aber eben auch nochmal einen von der Firma Vago, der sich vor allem durch sein ultraniedriges Gewicht auszeichnet. Also ich glaube, drunter kommt man nur, wenn man sich selber aus einer Cola-Dose irgendwas bastelt. Aber mit 26 Gramm ist der unschlagbar. Hinzu kommt, dass der inklusive dieser 26 Gramm auch schon die Halterung mit drin hat, also den Standfuß für den Topf, der oben drauf kommt. Und das ist, denke ich, eine ganz coole Sache. Bevor wir die beiden Kocher im Einsatz uns mal anschauen, geben wir euch einmal kurz die Spezifikationen der einzelnen Kocher und die Besonderheiten. Und wir starten mit dem Trangia Sturmkocher. Der Trangia Sturmkocher ist aus Messing gefertigt, hat eine genannte Brennleistung von 1000 Watt. Der ist made in Sweden und hat ein Gewicht von 110 Gramm. Es gibt inzwischen auch viele Nachbauten von MFH und Miltec eventuell. Fox Outdoor, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall auch alles gute Nachbauten, die funktionieren. Er hat eine Brennkammer oder eine Aufnahmefläche von 70 Milliliter und sollte maximal zu 2/3 gefüllt werden. Abmessungen sind 40 mal 70 Millimeter. Besonderheit hier ist, dass ihr euer Transport bzw. der eigentliche Kocher hat auch einen Deckel mit dabei mit O-Ring, um dann den Spiritus direkt im Kocher auch transportieren zu können. Bedeutet, ihr könnt den Kocher zu 2/3 füllen, dann hier diesen Deckel aufschrauben, verschließen und das ist dann euer Brennerdeckel. Den packt ihr dann oben drauf und habt ihr hier ein Paket, was euch vielleicht für 2 bis 3 Mal Benutzung dann gute Dienste leisten wird in dieser Variante. Das hat der Vago nicht. Der Vago ist ein reiner Kocher ohne Aufnahme. Das heißt, ich fülle immer rein, wenn ich ihn benutze und muss dann den Spiritus quasi extra transportieren. Hat aber natürlich den Vorteil, wenn ich mehr als 2 oder 3 Mal mit dem Gerät kochen will, muss ich ja auch hier noch zusätzlich Spiritus mitnehmen. Ja, das wäre dann nochmal eine Überlegung für euch, wenn ihr sagt, ich will jetzt nur mal um die 4 Ecken gehen, ein bisschen spazieren gehen, bin heute nur den ganzen Tag draußen, will nur unterwegs mir mal einen Kaffee oder einen Tee machen, dann ist natürlich das hier die ideale Lösung, weil da habt ihr alles in einem und müsst nicht mehr mitnehmen. Wenn ihr aber eine Woche unterwegs seid und hier dann mit dem System arbeitet, dann müsst ihr natürlich sowieso mehr Spiritus mitnehmen, dann könnt ihr das dann auf diesem Weg realisieren. Hier ist noch anzumerken, dass man, da das System auch für Töpfe von Trangia gedacht ist, keinen Fuß dafür hat. Das heißt, wenn ihr den jetzt hier mit einem Kocher benutzen wollt, dann könnt ihr, mit einem Topf benutzen wollt, dann könnt ihr natürlich jetzt hier nicht hergehen und einfach den Topf draufstellen, weil dann wäre alles dicht und es würde nicht funktionieren. Und da müsstet ihr halt dann optional irgendwie ein Kreuz dazu kaufen. Haben wir hier was mal dazu geholt, ein Edelstahlkreuz, ein ganz simples, das kann man dann hier oben draufsetzen und dann hat man damit die Lösung, um dann auch mit dem Topf kochen zu können. Der Vago hat die Füße schon mit integriert, bedeutet, ihr habt hier aus Titan gefertigt ebenfalls 3 Füßchen zum Stehen, die man auch ein bisschen in den Boden bohren könnte, das heißt, um auch da nochmal ein bisschen mehr Standhaftigkeit zu bekommen und hat dann hier auch nochmal 3 Füße. Speziell jetzt hier bei den nierenförmigen Kantinentöpfen ist es grenzwertig von der Standfläche, es geht aber. Also ein runder Topf würde hier auf jeden Fall besser funktionieren. Aber wir wollten für das Experiment nachher zum Kochen auch gleiche Töpfe oder gleiche Behälter nutzen. Und wir haben hier jeweils Edelstahl, selbe Form, auch wenn es der Original US Army Kantinenbecher ist und hier von Helicon Pathfinder, damit wir einfach auch vergleichbare Werte haben. Hätte ja keinen Sinn gehabt, wenn wir jetzt hier einen Titantopf hätten, da einen Edelstahltopf. Das war uns auch nochmal ganz wichtig. Ja, 26 Gramm habe ich schon gesagt. Von den Maßen her habt ihr hier 6 mal 2,7 Zentimeter im Packmaß, also auch deutlich kleiner. Und Vago gibt an,
Kochzeit für einen halben Liter Wasser 5 bis 6 Minuten, aber das werden wir dann gleich nochmal gegentesten. Der zusätzliche Kocherdeckel, den ihr beim Trangia habt, der hat ja hier auch nochmal eine Verstellmöglichkeit. Das ist zum einen, um das Feuer zu löschen, mache ich einfach zu, und natürlich, um die Flamme regulieren zu können. Das funktioniert allerdings nur in einem Trangia-System, wo auch dann entsprechend außenrum die Aufbauten sind. Wenn ich das Kreuz benutzen will, habt ihr eben schon gesehen, das sitzt dann da nicht hundertprozentig gut drauf. Gibt es vielleicht andere Lösungen, die ich jetzt hier nicht kenne. Aber wenn ihr das Kreuz mit benutzen wollt, dann wäre das hier die Variante, um zu arbeiten. Okay, dann füllen wir mal Spiritus ein und schauen mal, was die beiden so an Leistung bringen. So, den füllen wir 2/3 und hier füllen wir so weit ein, dass die Flüssigkeit bis zum Loch nach oben steht. Ein kleines bisschen noch. So. Okay, und dann können wir mal das Ganze anzünden. Passt, wunderbar. Und hier setzen wir auch schon mal das Kreuz auf. Hier wäre dann auch noch zu bedenken, dass man hier natürlich dann das Kreuz erhitzt und dann mit einem Tool vielleicht besser das Ganze entfernt, wenn es denn notwendig ist. Bei einem Spirituskocher muss man immer noch mal kurz warten, bis die eigentliche Brenntemperatur für die Vergasung erreicht ist. Wir haben hier diesmal das Studio gewählt. Wir haben auch schon mal ein Kochervideo vergleicht, wo auch der Trangia von Fox mit dabei war. Könnt ihr euch gerne auch noch mal angucken. Das war ganz witzig. Da waren wir draußen beim Hannes um die Ecke und es hat geregnet wie in Strömen. Also es waren die schlimmsten Voraussetzungen für ein Kochervideo. Und ich glaube, wir haben 3 Anläufe auch gebraucht, um das Video zu realisieren, weil es immer irgendwie Kackwetter war. Und ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen dieses Mal das Ganze hier im Studio und schauen mal. Hier haben wir mal einen kurzen Schnitt für euch setzen müssen, einfach weil die Kocher natürlich aufgrund der Vergasung im Moment brauchen, bis sie in Fahrt kommen. Der Vago hat tatsächlich jetzt erst angefangen, eine Flamme zu zeigen. Der hat relativ lang gebraucht. Der Trangia macht das schon eine ganze Weile. Der ist dann wirklich schon auf die Vergasungslöcher gesprungen und man sieht ja hier auch ganz deutlich die Flamme, während die hier beim Vago noch relativ klein ist. Also gerade auch, wenn ich ein bisschen Wind habe und draußen unterwegs bin, beim Vago wird wahrscheinlich ohne einen Windschutz gar nichts gehen, während der Trangia da, wie der Name auch schon sagt, Sturmkocher, deutlich effizienter ist und ja, eine gute Flamme produziert. Wir haben hier ein bisschen nachgeholfen, auch um den Titankocher noch mal ein bisschen zu erhitzen von außen. Ja, jetzt sieht man, jetzt fängt es an, hier auch zu arbeiten. Und ich denke, jetzt können wir auch loslegen und hier die Töpfe mal draufstellen. Ich habe hier die Stoppuhr und die starten wir jetzt mal. Ich ziehe 4 Sekunden ab, weil ich so lange gebraucht habe. Und dann stellen wir hier mal die Töpfe drauf. Und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, jeweils einen halben Liter Wasser zu erhitzen. Zurück aus dem Zeitraffer. Wir hatten bei 6 Minuten die ersten Dampfwölkchen und Blubberbläschen in beiden Gefäßen. Bedeutet, ab 6 Minuten konnte man ungefähr bei beiden hier dann mit einem Travel Lunch oder so schon arbeiten. Wenn man halt wirklich das Wasser sprudeln kochen haben will, zum Abkochen zum Beispiel, sind wir jetzt bei 8 Minuten und es sprudelt bei beiden, fängt es jetzt an zu sprudeln. Der Trangia ein kleines bisschen stärker als der Vago. Ansonsten muss man tatsächlich sagen, der Vago hat natürlich die längere Anheizzeit gebraucht und ich hätte vielleicht ein bisschen Sorge, da fehlen mir einfach die Erfahrungen, auf Dauer zu sagen, mir reicht die Menge an Spiritus, die hier verwendet wird. Vielleicht könnt ihr da gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr selber den Vago vielleicht im Einsatz habt, wie da eure Erfahrungswerte sind, um zu sagen, hey, wenn ich da eine Füllmenge bis zum Loch fülle, reicht es, um zu kochen, weil jetzt haben wir natürlich einen halben Liter Wasser erhitzt und wenn jetzt mir der Spiritus ausgeht, dann ist der Spiritus halt all. Und danach füllen, ich weiß ja nicht, da hätte ich jetzt ein bisschen Sorge tatsächlich. Ja, also Trangia tatsächlich unter diesen optimalen Studiobedingungen noch ein bisschen besser. Hier geht es wirklich jetzt gerade los. Nach 9 Minuten unter Optimalbedingungen mit dem Sprudeln, während der Vago immer noch leichte Blasenbildung hat. Wir warten mal noch einen kleinen Moment und dann nehmen wir die Töpfe mal runter. Und dann werdet ihr sehen, haben wir auch beim Vago das Problem, den kriegen wir eigentlich auch nicht aus. Ja, während wir den
Trangia hier schön mit beiden Deckeln tatsächlich auch schließen können. Ja, hier haben wir jetzt richtig fertig gekocht nach 9 Minuten 45. Das ist jetzt wirklich genauso, wie man es haben möchte vom Sprudeln her. Den können wir schon mal runternehmen. Und dann geben wir dem Vago noch mal ein paar Sekunden und machen hier aber schon mal den Trangia in der Zwischenzeit aus. Und da kann ich jetzt einfach hier meinen Deckel draufschmeißen. So. Und damit sollte das passen. Ja. Den kann ich jetzt abkühlen lassen und dann kann ich ihn wegpacken. Und der Onkel Vago zischelt immer noch vor sich hin. Nach 10 Minuten 31 geben wir ihm noch mal einen kleinen Moment. Wir haben jetzt 13 Minuten 17 Sekunden und jetzt sind wir auf dem Stand beim Vago, den auch der Trangia schon deutlich früher erreicht hat. So ein kleines Zwischenfazit. Spiritus ist natürlich gerade jetzt hier mit dem Vago, also ich würde jetzt nicht sagen, er ist nicht brauchbar. Man kann damit durchaus arbeiten, man muss halt ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und man muss natürlich auch vom Haushalten her aufpassen, dass man möglichst kombiniert kocht. Wie ihr gerade hört, fängt der jetzt gerade schon an zu spucken. Das heißt, der hat jetzt gerade eben seinen letzten Tropfen verbraucht für diesen halben Liter Wasser. Ist zumindest jetzt nicht das Problem, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass wir den Vago auskriegen, denn der ist jetzt aus. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht davon, na gut, ich meine, ich könnte jetzt nachfüllen und dann könnte ich das nächste kochen, weil jetzt ist das Gehäuse schon erhitzt und dann hätte man da zumindest den Vorteil. Aber das solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass ihr da natürlich jetzt nicht hergehen könnt, wie jetzt zum Beispiel beim Trangia. Und wenn ihr euer Wasser für einen Tee gekocht habt, direkt euer Nudelwasser kocht oder was auch immer. Spiritus ist immer, der Hannes hat es gerade gesagt beim Reden hier während der Kochzeit und der Langeweile, Spiritus ist so ein bisschen schön Wetterkochen. Könnt ihr gerne auch mal eure Erfahrungen dazu reinschreiben. Natürlich muss man immer sagen, Gas ist auch nicht überall verfügbar. Mehrstoffkocher, Benzin, Petroleum, whatever, ist auch nochmal eine Variante. Schreibt uns da gerne nochmal in die Kommentare, was euer favorisiertes Brennmittel ist. Vielleicht auch Holz mit einem Hob, auch eine Möglichkeit. Ja. Aber einfach, dass ihr mal hier auch eine Referenz habt zwischen dem Vago und dem Trangia. Noch zu erwähnen ist vielleicht noch, wir haben hier ohne Deckel gekocht. Das heißt, ihr könnt noch ein paar Minuten Zeit abziehen, wenn ihr einen Deckel oben drauf packt. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Wir wollten aber natürlich über den Stand des Kochens die ganze Zeit informiert werden, ohne Einschränkungen, dass man immer von oben reinschauen kann. Deswegen haben wir ohne Deckel das Ganze umgesetzt. Ich glaube, wir haben für den US-Kantinen auch gar keinen Deckel. Das bringt uns auch zum Fazit. Der Trangia ist unangefochten Preis-Leistungssieger, gerade auch was den unglaublich günstigen Preis angeht. Also ich glaube, so einen billigen Kocher kriegt man sonst nirgendwo. Spiritus ist natürlich, muss man mögen, muss man nutzen, muss man wissen, wie man es anzuwenden hat. Und man hat hier gleich noch mit dabei die entsprechende Brennkammer bzw. Transportkammer, um ein bisschen Spiritus selbst im Kocher zu transportieren. Für eine Eintagestour, wo ich sage, ich will nur 1-2 Mal Kaffee machen oder so, ist das natürlich optimal. Kleiner kriegt man es im Packmaß nicht. Hier muss man auf jeden Fall mit einplanen, dass man da noch einen Behälter braucht. Und ihr habt es gesehen, die Flasche hier war voll und war jetzt dann hier in beiden Kochern fertig. Ja? Also das heißt, da müsste deutlich mehr Spiritus noch mitgenommen werden, als jetzt so eine Gasbuddel wiegt. Und das wäre natürlich auch nochmal eine Variante. Aber wir wollen euch ja alle Möglichkeiten zeigen, damit ihr letztendlich für euch entscheiden könnt, was für euch das beste Mittel der Wahl ist. Wollt ihr es ultra leicht und wollt ihr euch keine Cola-Dose selber bauen, kommt ihr an dem Vago Triad mit 26 Gramm kaum vorbei. Der Vago hat noch einen kleinen Vorteil gegenüber dem Trangia, und zwar kann ich den natürlich auch nutzen, um Esbit zu verbrennen. Dafür sind die Füße beidseitig gleich ausgelegt. Das heißt, ich drehe ihn einfach um und habe dann hier am Boden auch eine leichte Schale. Nicht wundern, warum der jetzt hier unten schwarz ist. Das ist hier vom Feuer nachhelfen, dass die Anheizphase ein bisschen beschleunigt wird. Aber dann kann ich jetzt hier so mein Esbit oben drauflegen und dann damit mein Esbit zum Kochen benutzen, um dann hier von der Seite zu kochen. Ihr bekommt beide Kocher bei Riken Company, der Link ist unten eingeblendet. Ja, wie ich es eben schon gesagt habe, schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen, Eindrücke und
Sachen, die ihr mit euren Outdoor-Kochern erlebt habt, gerne mal in die Kommentare. Vielleicht auch mal Modelle, die wir noch nicht auf dem Schirm haben, die wir mal vorstellen sollen oder für die ihr euch interessiert. Auch das können wir bestimmt für euch mal umsetzen. Also rein in die Kommentare damit und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.